ist das gute Stück. Der neue Segway Ninebot G30D 2. Und was genau diesen E-Scooter ausmacht und wie er sich vom Vorgänger unterscheidet, das schauen wir uns in diesem Video mal an. Der Segway Ninebot G30D war ja letztes Jahr schon Renner. Der hat nämlich eine Reichweite von 65 Kilometer und der hat unter anderem im ADAC E-Scooter-Test mit der Bestnote abgeschnitten von 2,2. Das ist jetzt der Nachfolger, der Segway Ninebot G30D 2. Und Segway hat sich an die Maxime gehalten, never change a running system. Und na gut, so ein paar Kleinigkeiten haben sie dann doch geändert, aber nur zum Besseren. Schauen wir uns den Roller doch mal an und gucken mal, was der so für technische Spezifikationen hat und wo er sich im Vergleich zum Vorgänger geändert hat. Wie man sieht, also wir haben es im Unboxing ja schon gesehen, das Ganze wird maximal mit 6 Schrauben hier oben verschraubt. Das heißt, ihr holt ihn aus der Box raus, schraubt die 6 Schrauben rein und der Roller ist quasi fertig aufgebaut. Hier sehen wir schon die erste Veränderung zum Vorgänger, nämlich diesen Klappmechanismus. Der war vorher so ein bisschen frickelig, den hat Segway jetzt hier beim Ninebot richtig schön neu gestaltet und es ist deutlich sicherer, schöner und einfach auch ein bisschen hochwertiger verarbeitet. Ich kann das mal aufklappen, ich klappe den einfach hier hoch und dann kann ich den einfach hier festklappen und schon steht das Ding wirklich sehr stabil. Und auch einfach wieder zu lösen. Ihr müsst einfach nur hier den schwarzen Hebel hochploppen und dann nach vorne klappen und dann könnt ihr das Ganze wieder umklappen. Wir haben jetzt hier bei diesem Roller leider keine Federung oder Dämpfung vorne eingebaut. Dafür haben wir aber die 10 Zoll schlauchlos Luftreifen, also keine Vollgummireifen, sondern Luftreifen und die federn wirklich schon echt viele Stöße ab. Also auch wenn ihr jetzt über Schotter oder Pflastersteine oder so fahrt, ist das echt super und die Federung die fehlende Federung, die merkt ihr quasi gar nicht so richtig. Schauen wir mal weiter. Ein super Feature vom Ninebot ist natürlich der riesige Akku, der hier unterm Trittbrett verbaut ist. Also ihr habt dadurch zum einen natürlich einen sehr niedrigen Schwerpunkt und damit auch besonders gute Fahreigenschaften. Aber dadurch, dass der so groß ist, kommt ihr auch natürlich auf diese immense Reichweite, die den Ninebot natürlich so attraktiv macht, von 65 Kilometern. Das ist ein 36 Volt, 15 Ampere-Stunden Akku. Der Motor läuft insgesamt mit 350 Watt, in der Peakleistung natürlich auch ein bisschen höher. Wir haben hier hinten eine elektronische Motorbremse, wie wir es auch schon beim Vorgänger hatten. Dazu kommt aber jetzt hier auch diese mechanische Bremse, die wir fürs Vorderrad haben. Das heißt, vorher beim Segway Ninebot G30D gab es quasi nur diese elektronische Bremse, die zum Teil recht unangenehm war beim Fahren. Jetzt haben wir diese Kombibremse aus mechanischer Bremse und elektronischer Motorbremse, was sich einfach viel schöner anfühlt. Dann haben wir zusätzlich Reflektoren jetzt verbaut, so auch seitlich, ja, für Fahrsicherheit. Hinten und vorne jeweils einen LED-Scheinwerfer. Der hinten ist jetzt durchgängig rot, vorne natürlich weiß und die sind wirklich schön, die machen gutes Licht, auch bei Nachtfahrt absolut kein Problem. Ein kleines Gimmick, das ich besonders schön finde, ist die Klingel, die jetzt hier im Lenker verbaut ist und auch vom Sound her ein bisschen heller, ein bisschen lauter klingt, was euch ein bisschen mehr Sicherheit auch dann noch im Straßenverkehr gibt. Genau, wie gesagt, eigentlich echt ein sehr schöner Roller, mir gefällt er sehr gut. Ich kann verstehen, warum der immer noch zu den Favoriten zählt und wie der sich fährt. Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, denn der hat auch 3 verschiedene Fahrmodi. Es gibt einmal den Eco-Modus, einmal D für ganz normal fahren und einen Sportmodus. Und wie sich das fährt, wie da die Unterschiede sind und wie man den überhaupt in Betrieb nimmt, das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir sind jetzt mal hier bei uns ins Lager gegangen, um eine kleine Testfahrt zu machen, weil draußen regnet es. Das macht dem Roller nicht so viel aus, denn der ist IPX5 geschützt am Korpus und der Motor ist sogar IPX7 geschützt. Aber ich bin leider so ein bisschen aus Zucker und habe keine Lust im Regen zu fahren. Deswegen sind wir jetzt hier, wir haben einen schönen langen Gang und wie gesagt, wir haben 3 verschiedene Fahrmodi, einmal Eco, einmal Normal und einmal Sport. Und die wollen wir jetzt mal anschauen, wie die so sind, wie da so der Abzug ist und wie sich das Ganze so fährt. Um das allerdings benutzen zu können, müssen wir den Roller erstmal mit der Smartphone-App
verbinden, um das Ganze freizuschalten. Und das machen wir jetzt mal. Also, ich starte hier einfach mal die Segway-App, ja, mache nach Fahrzeug scannen, sucht jetzt Geräte in der Nähe, habe den Scooter schon gefunden. Über Bluetooth koppeln, den Power-Button kurz drücken, um sich zu verbinden. So, jetzt geht die Lampe an und wir sind verbunden. Und wir sehen, wir haben 33 Kilometer verbleiben bei 51% Batterie und wir fahren 0 km/h. So, wir sind jetzt mal im Modus D. So. Wir können das hier auf dem Power-Button nicht umstellen. Auch sehr gut. Okay, wir fahren jetzt einfach mal auf D. Also, ich fahre jetzt hier auf D und das fährt sich echt super schön angenehm. Ja. Der Roller, der zieht, der hat eine schöne Beschleunigung. Einfach top. Ich frage mich, wie das auf dem Sportmodus ist. Da müsst ihr ja noch schneller fahren. Ich schalte jetzt mal auf S, also auf den Sportmodus. Dafür einfach zweimal kurz auf den Power-Button drücken. Jetzt sind wir auf S. Jetzt geht's los. Schauen wir mal, wie das so ist. Boah, der zieht echt deutlich krasser nochmal. Krasses Ding. So, und zurück fahren wir jetzt mal im Eco-Modus. Wieder zweimal drücken. Jetzt bin ich auf Eco. Und da muss ich sagen, diesen Modus hätte ich für den Charlie benutzen sollen. Denn dann wären wir ungefähr gleich schnell gewesen. Jetzt sind wir im Eco-Modus. Und jetzt im Normalmodus. Sportmodus! Aber keine Sorge, der Eco-Modus ist eigentlich gar nicht so langsam. Denn auch im Eco-Modus schafft er natürlich die gesetzlich vorgeschriebenen 20 km/h. Nur der Anzug ist ein bisschen geringer, das heißt, es dauert etwas länger, bis ihr auf diesen 20 km/h seid. Das ist dann auch das, was den Akku schont. Aber damit ja noch nicht genug, denn der Segway Ninebot G30D2 kann auch schneller fahren. Allerdings sind wir natürlich in Deutschland auf die 20 km/h reglementiert. So, was macht man jetzt aber, wenn man zum Beispiel grenzübergreifender Pendler ist, zum Beispiel nach Belgien? Dann könnte man ja in Deutschland nur 20 fahren, aber in Belgien dann schneller. Dafür gibt es Apps, mit denen man das so ein bisschen umgehen kann. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns in einem anderen Video an. Der Roller hat eine offizielle Zuladung von 100 Kilogramm. Das heißt, ich mit meinen 72 Kilo kann den super fahren. Was ist denn jetzt aber, wenn man ein bisschen schwerer ist? Das testen wir jetzt mal, ob der das überhaupt packt. Dafür hole ich mir den Victor, das ist mein Kameramann. Wir fahren jetzt hier mal gemeinsam mit dem Roller. Nicht nachmachen, nicht empfehlenswert. Wir sind hier auf Privatgelände. Wir schauen mal, wie das Ganze läuft. Nur um mal das Gewicht zu darzustellen. Aber bitte niemals zu zweit auf dem Roller fahren. Ja, ist einfach nicht sicher im Straßenverkehr. Also Victor, draufsteigen. Oh, oh, ich habe jetzt schon Angst. Okay, und... Okay, der Roller packt's, Die Beschleunigung ist deutlich langsamer, aber er packt's. Okay, also das Ganze ist schon eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Und wie gesagt, ich kann es nicht empfehlen, zu zweit auf einem Roller zu fahren. Also wie gesagt, das Gewicht packt er. Wie sich das auf den Akku auswirkt, sei mal dahingestellt. Vermutlich leidet er darunter ein bisschen. Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben ja das Licht noch gar nicht gezeigt. Hätten wir ja eigentlich die ganze Zeit schon anhaben können. Denn das Licht ist wirklich gut, das seht ihr auch bei Nacht recht viel. Dafür einfach einmal auf den Power-Knopf drücken. Schon geht die Leuchte an. Wie ihr sehen könnt, ist die wirklich hell. Ja, ich kann auch mal hier so hinleuchten. Also ihr seht, selbst hier bei Tageslicht, ja, kann ich den Lichtkegel sehen. Das heißt, bei Nacht habt ihr wirklich super Licht, um auch nachts sicher auf der Straße unterwegs zu sein. So, das hat echt Spaß gemacht. Ich muss sagen, der Segway Ninebot G30D2 macht echt Spaß. Damit sind wir auch quasi schon am Ende des Videos. Aber ich habe noch 2, 3 kleine Sachen, auf die ich euch noch hinweisen möchte. Und zwar Zubehör. Denn der E-Scooter ist so, wie er ist, natürlich schon sehr, sehr cool. Aber es gibt immer so ein paar Kleinigkeiten, die euch noch ein bisschen mehr Sicherheit geben und die einfach nützlich sind. Das erste, was man immer haben sollte, ist natürlich ein Schloss. Weil wenn ihr irgendwo in der Stadt unterwegs seid und ihn einfach stehen lasst,
der ist einfach schnell weg. Deswegen immer ein Schloss dabei haben. Am besten einfach hier hinten an der Hinterachse drum schlingen, dann irgendwie an der Laterne oder so. Und ihr seid auf der sicheren Seite, ist quasi eure Wegfahrsperre. Dann, was ich auch empfehlen kann, sind diese kleinen Dinge hier. Das sind Blinker. Die könnt ihr einfach hier an die Lenkerenden montieren und dann, wenn ihr abbiegen wollt, einfach signalisieren, wo ihr hin wollt. Super praktisch. Was es da dann noch gibt, was ich auch sehr empfehlen kann, ist das hier. Das ist ein Helm von Lival, der Evo 21, und der ist wirklich cool. Der hat super coole integrierte Features, unter anderem ein 360 Grad Rundumlicht. Das heißt, ihr habt hinten Rücklicht, vorne ein Frontlicht, ihr könnt vorne theoretisch auch rot beleuchten und eine Blinkerfunktion. Ihr habt dann so eine kleine Fernbedienung, die kommt hier an die Lenksäule dran, oben an den Griff. Und da könnt ihr dann sagen, ich möchte links abbiegen, ich möchte rechts abbiegen, und dann blinkt der Helm und signalisiert das den Verkehrsteilnehmern hinter euch. Und der Helm hat auch einen Gyrosensor verbaut. Das heißt, wenn ihr jetzt abbremst zum Beispiel, dann realisiert er, oh, ich werde langsamer, ich bremse, und macht ein Bremslicht. Und das pulsiert dann so ein bisschen. Und damit wissen die anderen Verkehrsteilnehmer natürlich auch, dass ihr bremst. Und damit seid ihr einfach deutlich, deutlich sicherer unterwegs, gerade auch bei Nacht. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Links zu allen Produkten haue ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. So, und damit sind wir am Ende. Lasst gerne mal in den Kommentaren da, ob ihr den Segway Ninebot G30D2 schon gefahren habt, ob ihr den vielleicht sogar selber fahrt, ob ihr den Vorgänger fahrt, wie ihr die Änderungen findet. Und ansonsten, falls ihr den noch nicht habt, schaut ihn euch gerne mal an. Kommt gerne auch bei uns im Store vorbei, denn bei uns könnt ihr auch Probefahrten machen. Und ja, wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.